Es geht heute um ein spannendes Thema. Dieses Thema ist ausnahmsweise nicht Bitcoin, sondern Ethereum. Und warum wir heute dieses Thema behandeln, liegt ganz einfach daran, dass es hier jetzt schwere Vorwürfe gibt aus internen Kreisen von einem Insider und wir uns das gleich mal anschauen wollen. Alles in allem gilt es, nochmal ein, zwei Punkte vorher zu behandeln, bevor wir ins Thema reinspringen, die ihr verstehen müsst, wenn wir über Ethereum sprechen. Ethereum als solches ist nicht mehr das ursprüngliche gestartete Netzwerk. Dieses Netzwerk ist damals geforkt worden, das heißt abgespalten worden. Das ursprüngliche Ethereum ist tatsächlich Ethereum Classic. Das ist heute 18,40 $ wert, ist ein nach wie vor Proof-of-Work-Netzwerk. Und hier gab es damals nämlich einen Vorfall, den sogenannten DAO-Hack. Ein DAO steht für dezentrale Organisation und dabei ist es eben so, dass bei so einer dezentralen Organisation einfach verschiedenste Teilnehmer eine Art Mitspracherecht haben und so weiter. So war das zumindest gedacht. Und bei dieser DAO ist es dann eben zu einem Hack gekommen. Es sind, glaube ich, um die 20 Millionen $ damals geklaut worden, in einer recht frühen Phase von Ethereum. Und dabei hat sich die Foundation gedacht, naja, das ist nicht so gut. Dann fangen wir jetzt mit der Blockchain nochmal ein paar Schritte vorher von Neuem an. Das heißt, man hat quasi dieses ganze Ereignis ungeschehen gemacht. Also genau so ein Prozess, der bei Bitcoin undenkbar wäre. So, seit dieser Abspaltung gibt es also zwei Netzwerke. Das ursprüngliche Ethereum Classic, wo es diesen Hack gegeben hat, und das neue Ethereum, was heute Ethereum ist, was durch die Foundation weiterentwickelt wurde und so weiter. So, und jetzt ist es halt so, dass dieser DAO-Hack gleich noch relevant wird. Deswegen erkläre ich euch das, dass es das gegeben hat. Und nicht jeder, der neu dabei ist, weiß, dass das so war. Weiter ist es noch so, dass Ethereum zwar früher ein Proof-of-Work-Netzwerk war, mittlerweile aber ein Proof-of-Stake-Netzwerk ist. Diese Netzwerke haben grundlegend ein Problem, und zwar, sie haben keine thermodynamische Absicherung. Das heißt, es gibt keinen physikalischen Anker, der die Absicherung des Netzwerks erzeugt, und dementsprechend hat man das Problem, dass sich so ein Netzwerk zentralisieren kann und wenn es einmal zentralisiert ist, auch keinen Weg mehr zurück gibt. Also wenn jetzt wirklich mal so ein Unternehmen wie Coinbase die ganzen Coins kontrolliert, dann haben sie einfach ihre Macht. Es gibt dann keinen ökonomischen Aspekt, der dafür sorgt, dass sie ihre Macht wieder verlieren. Das ist bei Proof of Work anders. Wenn ich einmal ganz viel Rechenleistung habe und ein neuer Rechenleistung im Netzwerk hinzufügt, sinkt mein Anteil prozentual. So, und genau dieses Problem könnte gleich auch noch relevant werden. Das ist ein allgemeines Problem von Proof of Stake und auch von Delegated Proof of Stake und diesen ganzen Abwandlungen. Und dabei geht es nicht um Stake, das Stück Fleisch, sondern der Stake, der Anteil, den man eben hält, um so einen Knotenpunkt zu betreiben, der dann neue Blöcke validiert und auch erzeugt in dem Sinne. Ja, jetzt ist die große Sache, dass Ethereum aber nicht einfach gemeint wurde damals wie Bitcoin. Ja, es wurde ein Teil der Coins durch das Mining erzeugt, aber ein riesengroßer Anteil wurde vorher erstellt. Und zwar vom heutigen Bestand über 60%. Die hat Vitalik Buterin selber erzeugt in einer ganz frühen Zeit und hat diesen Bestand angeblich verkauft. Ob das aber wirklich der Fall ist, das weiß man nicht so genau. Und auch das wird gleich nochmal relevant. So, die Punkte wollte ich jetzt einfach am Anfang einmal abgearbeitet haben, weil da bauen wir gleich drauf auf. Nicht, dass das da zur Verwirrung kommt und dass der ein oder andere nicht ganz sicher ist, wie das jetzt alles zusammenhängt. Ja? Alles fing jetzt an mit ihm hier, Steven Nerayov. Steven Nerayov hat früher die Ethereum Foundation beraten und hat eben hierbei so in verschiedensten Geschäftsfeldern mit reingeschaut und mitgeholfen. Und das Ganze eben in der ganz, ganz frühen Phase von Ethereum. Jetzt ganz wichtig, mittlerweile gibt es Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden von, Achtung, Vitalik Buterin und seinem Vater Dimitri Buterin. Und die beiden haben ihn jetzt beschuldigt des Betrugs und anderen Fällen der Korruption. So, das hat der Steven sich nicht gefallen lassen und hat daraufhin gesagt, dass er vermutet, dass die beiden eigentlich versuchen, von sich selber abzulenken. Denn hier scheint was Größeres im Gang zu sein. Er sagt außerdem, er habe Beweise für all diese Dinge, die er uns jetzt hier diese letzten Tage erzählt hat. Aber was sind das für Dinge? Wir schauen uns das Ganze mal an. Aufgekommen ist das Thema hier durch ihn. Das ist so ein Rechtsanwalt von XRP und der hat nämlich in Twitter-Post erstmal hier über das Ethereum ICO losgelegt und da ging es nämlich auch um diesen ganzen Anschuldigungen von Steven Nerayov. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, der Vater von Vitalik und Vitalik haben den Steven Nerayov beschuldigt und haben ihm gesagt, naja, da gibt es mehrere
Dinge, die er angeblich getan hätte. Und Nerayev hat dann gesagt, dies ist ein Vater-Sohn-koordinierter und inszenierter Rufmord, um mich zu ihrem Sündenbock zu machen. Und dann hat er gesagt, Dmitri Buterins lebhafte Erzählung während unseres Treffens im Mai 2018, dass man sich keine Sorge um SEC machen müsse, wurde durch die Hinman-E-Mails als Lügen entlarvt oder es war eine Ablenkungstaktik. So, Hinman-Mails haben wir auch schon mal darüber berichtet. Das war ja damals schon so eine sehr kritische Sache. Auch in dem ganzen Fall rund um XRP war das Thema. Da sind diese E-Mails nämlich nochmal aufgekommen. Es sieht nämlich ganz so aus, als wenn Vitalik Buterin den Hinman, das ist der ehemalige Chef der SEC, also der Typ, der vor Gary Gensler die SEC geleitet hat, dass hier dieser Hinman sich hat bestechen lassen von der Ethereum Foundation. Der hat nämlich im anderen Zuge für die Beratung der Foundation ganz, ganz viel Geld verdient. Ich glaube, da war irgendwas im Raum von Millionen Gehältern und hat aber hier auf einer Rede damals bei dem Yahoo Finance All Market Summits darüber gesprochen, dass alles wahrscheinlich eine Security ist, außer Ethereum. Die haben einen Sonderstatus. Ja, und es sind dann eben E-Mails aufgetaucht, wo er auch dann den Mitarbeitern das erklärt und auch, dass er mit Vitalik eben telefoniert hat. Also ganz offensichtlich hier eine Form von Korruption innerhalb der Regulierungsbehörde SEC von dem Vorgänger von Gary Gensler. Und das Spannende ist eben, dass der Dmitri Buterin damals eben sagte, man habe keine Angst vor der SEC und durch die Hinman-E-Mails jetzt mehr oder weniger aber rausgekommen ist, dass natürlich die Buterins doch irgendwie Angst davor hatten und deswegen sogar ja, einen Regulierungsbehördenchef zu bestechen. Daraufhin hat er noch gesagt, Vitalik hat mich fälschlicherweise beschuldigt, eine riesige Anzahl an Betrugsfällen begangen zu haben oder wollten sie nur von sich selber ablenken. So, dabei hat er jetzt auch erste interne E-Mails veröffentlicht. Dort ist im Großen und Ganzen, im übertragenen Sinne, wir wissen, dass Betrug ein Thema werden kann, wenn jemand problematische öffentliche Äußerungen tätigt. Also, der Joe Lubin, der ist auch noch wichtiger Akteur dieses Ganzen, hat mit Vitalik damals Ethereum gegründet. Und der hat hier nämlich damals innerhalb dieser E-Mails sowas gesagt und hat gesagt, hör, da könnte es tatsächlich nochmal rechtliche Probleme geben, gerade wenn das ein oder andere Thema öffentlich angesprochen wird, denn das könnte unter Betrug fallen. Also ganz offensichtlich ist hier was passiert. Diese E-Mail beweist zumindest ganz offensichtlich, dass hier sowas als Vermutung im Raum stehen könnte. Und dann in diesem Zug hat der Steven Nerayev, während er sich verteidigt, dann den Truth Labs noch mit an Bord geholt. Das ist ein Twitter-Account, von dem er behauptet, der ist nicht käuflich, was auch immer dran ist, der hier diverse Dinge versucht aufzuklären und Hintergrundrecherche macht. Und das ganze Thema wirkt jetzt so, als wenn der Steven Nerayev und das Truth Labs gemeinsam was vorbereiten. Und wir haben das ja in letzter Zeit häufiger gesehen. Jetzt im Bärenmarkt sind ja so einige Betrugsdinger aufgekommen und geplatzt. Zum einen sprechen wir von der ganzen FTX-Debakel-Nummer natürlich, von Celsius. Wir sprechen aber auch vor allem von dieser ganzen Thematik rund um Craig Wright und Bitcoin Satoshi Vision, wo ja auch interne Hinweise auf einmal aufgekommen sind, die zeigen, dass das ganze Bild nicht ganz so rosig ist und dass es hier ganz offensichtlich sich auch um Betrug handeln könnte. So, und jetzt sehen wir hier was Ähnliches. Ein Punkt, den das Truth Labs hier aufmacht, ist, dass Vitalik hier in diesem Interview noch ganz stolz erzählt, dass die Ethereum Foundation selbst zum absoluten Top die Ethereum verkauft hat. Und was bei dem Ganzen so komisch ist, dass nämlich, wenn man hier diese Aussagen betrachtet, Lubin, der andere Gründer von Ethereum, sogar den Tiefspunkt vorhergesehen hat. So, und da geht jetzt auch das Truth Labs hin und sagt, naja, das kann eigentlich nicht sein, dass Vitalik am absoluten Top verkauft und Lubin den absoluten Tiefspunkt erkennt, denn beide Dinge sind in der Trading-Welt, gerade in Krypto, quasi undenkbar, dass die beiden genau die perfekten Ein- und Ausstiege finden. Das wäre irgendwie schon sehr, sehr merkwürdig. Und er geht vorsichtig davon aus, dass 75% des Bestandes der im Umlauf befindlichen Ether indirekt oder direkt unter der Kontrolle von der Ethereum Foundation oder vor allem von Vitalik und Lubin stehen könnten. Dadurch, dass man eben diese Preise dann manipulieren könnte mit diesem großen Bestand, könnten die beiden dann auch so getimed diese Marktmomente erkennen. Dann ging das Ganze hier weiter und da hatte jetzt der Steven Nerayev noch geschrieben, Ethereum ist der betrügerische Elefant im Raum, der 1000-mal größer ist als Sam Bankman-Fried. Die Fronten bilden dabei Joe Lubin und Vitalik Buterin zusammen mit korrupten Beamten auf höchster Ebene der Bundesbehörden, wie Clayton, Gensler und viele andere. Also er zieht hier Gensler mit rein, was ich übrigens komisch finde, denn
Gensler hat ja genau das Gegenteil gemacht von dem, was der Hinman gemacht hat. Das war ja genau der Gedanke, dass Gary Gensler wahrscheinlich sogar da reingesetzt wurde, weil Hinman korrupt war. Und Gary Gensler hat nämlich ganz im Gegenteil Ethereum nicht diese Sonderstellung gegeben und hat gesagt, Ethereum ist auch ein Security. Von daher würde das eigentlich nicht in dieses Narrativ passen. Aber wer weiß, was an dieser ganzen Sache dran ist. Ja, dann gibt es natürlich diverse Leute, die auch gesagt haben, naja, es geht hier wieder um Bitcoin-Seiten, um Bitcoin-Maxis und so weiter, die halt ETH einfach schlecht machen wollen und einfach nur hoffen, das Haar in der Suppe zu finden. Nein, dem ist nicht so. Denn der Steven Nerayoff ist kein Bitcoin-Maximalist oder so, der ist einfach Jurist und Programmierer und hat hier dann auch nochmal gesagt, das Ökosystem von Ethereum würde ohne meine Erfindung nicht existieren. Ich weiß nicht genau, was er beigesteuert hat, aber ganz offensichtlich war er ein relativ wichtiger Part überhaupt bei dem Ganzen. Ich habe es getan, um den Menschen zu helfen und nicht, um ihre Taschen auf Kosten der Allgemeinheit zu füllen. Es ist eine Illusion. Lubin und Vitalik haben Krypto zurückgehalten, um sich selbst zu bereichern. Sie werden es in Kürze selbst sehen. Also er sagt hier ganz offensichtlich, hat Vitalik zusammen mit Lubin versucht, den Markt zu manipulieren, hat teilweise andere Projekte gebremst vor den Regulierungsbehörden durch Korruption und Lobbyismus. Und haben hier am Ende sich selber die Taschen voll gemacht. Ja, und dann fehlen natürlich diverse Beweise jetzt für das Ganze, um das zu beweisen. Der Patrick Burney schreibt dann, behalten Sie diese Geschichte im Auge. Sie werden sehen, dass sie sich mit meiner überschneidet. Also da gibt es auch weitere, die hier ähnliche Vorwürfe gegen die Foundation, vor allem aber gegen Vitalik und den Lubin erheben und die hier Zuspruch zu dem Steven geben. Interessant ist auch, dass es bislang aus seitens von den Butterins keinen Widerspruch zu dem gegeben hat, was der Steven gesagt hat. Der stellt diese Anschuldigungen in den Raum. Es gibt keinen, der sagt, das stimmt nicht. Ja, das ist eben auch interessant. Ich kann bestätigen, dass dies wahr ist. Es ist unwirklich, aber wir haben Beweise, da bekräftigt er es nochmal. So, dann geht es nochmal um diesen Truth Labs hier. Der macht nämlich noch ein weiteres Thema auf, was auch hochspannend ist. Und jetzt kommt es, das versteckte Zentralisierungsproblem von Ethereum. Hier ist wichtig zu wissen, Ethereum ist auf Proof of Stake. Dementsprechend ein Riesenproblem, wenn eine Partei extrem viele Coins besitzen würde. Und da schreibt er, die Kommunistische Partei Chinas, dieselbe Partei nutzt Blockchain, um alles zu verfolgen und zu kontrollieren, indem sie Social Credit Scores, CBDCs und eine Reihe anderer Überwachungsprotokolle implementiert. Die KPC, also die Kommunistische Partei Chinas, wurde über Wang Xiang und eine Reihe anderer mit der Partei verbundenen Startups zum größten ETH-Inhaber beim ICO. Das ist schon mal spannend, oder? Ich weiß noch, als dieser Kanal noch aktiv Crypto-Content gemacht hat, war das sogar mal ein Thema in einem Video, dass China für ihre Startup-Kultur auf Ethereum setzen würde. Und das fand ich damals schon bemerkenswert. Da habe ich noch gesagt, oh interessant, China scheint sich zu öffnen und scheint sich für dezentrale freie Plattformen zu öffnen. Da habe ich auch noch nicht verstanden, dass Ethereum nie in diesem Maße dezentral sein kann, wie es vielleicht gewünscht ist. Natürlich wird China auch niemals die eigene Macht aus der Hand geben. Ja, das sollte man sich an der Stelle bewusst machen. Aber das könnte ein Hinweis darauf sein, dass hier was dran ist, weil, wie gesagt, damals dieses Thema schon war. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie diese Plattform hieß. Müsste man nochmal recherchieren, ist mit Sicherheit noch zu finden. Das ist irgendwann 2017 gewesen. Und jetzt kommt's, jetzt wird es eben spannend, ja. Vitalik hatte kein Geld mehr und fand es, indem er die dezentrale Zukunft der Ethereum an die Kommunistische Partei Chinas verkaufte. Dieselben mit der Partei verbundenen Unternehmen waren auch die größten Ethereum-Miner. Das ist nochmal spannend. Und machten mehr als 80% aller vor dem Zusammenschluss geförderten Ethereum aus. Das wiederum ist auch spannend, wenn diese chinesische Partei wirklich im Hintergrund Ethereum gemeint hat, was auch andere Dinge erklären könnte, dann erklärt es zum Beispiel auch, dass in diesem Falle das auch keinen Aufschrei gab, als Ethereum auf Proof of Stake umgestellt hat. Denn diese Partei ist ja dann mit dem größten Anteil an Ethereum immer noch der größte Miner, nur beim Staken dann der größte Staker. Und die stört es dann auch nicht. Das war ja sowieso schon das interessante Ding, dass Ethereum einfach so umstellen konnte. Ja, Vitalik hat 2015 schon gesagt, Ethereum soll mal irgendwann auf Proof of Stake umgestellt werden. Aber ob das passiert oder nicht, sollte er eigentlich viele Jahre danach, 6, 7 Jahre danach, nicht mehr in seiner Hand und in seiner Macht liegen. Und normalerweise dürfte es gar nicht möglich sein, 1/3 aller Teilnehmer aus dem Netzwerk einfach zu verbannen. Denn die Miner haben ja ein Problem damit. Das heißt, es gibt dann einen Konsens, bei dem sich 2 der 3 Parteien einig sind, eine Partei auszuschließen. Und das ist eigentlich in einem dezentralen Netzwerk in dieser Form nicht möglich. Bei Bitcoin zum Beispiel braucht es einen unfassbar hohen prozentualen Anteil
an Zustimmung aller Teilnehmer, da sprechen wir von weit über 90%, damit zum Beispiel größere Updates überhaupt kommen und durchgehen. Ja, und dementsprechend ist das hier schon spannend, weil das könnte erklären, warum es so wenig Widerstand seitens der Miner gegen diesen Hardfork, dieses Proof of Stake gab. Ja. Die Kontrolle des größten Anteils der Pre-ICO-Tokens und die Kontrolle der Miner reicht nicht aus. Sie haben viele der größten Altcoins, heute defunct Protocols, ZEX, DEX und Stablecoins auf den Markt gebracht und eingesetzt. Also ganz offensichtlich haben sie die Plattform benutzt, um auch diverse Protokolle selber auf den Weg zu bringen und damit den Markt zu manipulieren, was auch immer zu tun. Sehr, sehr spannend. Ob da wirklich was dran ist, ob es dafür Beweise gibt, das könnte spannend werden. Und jetzt kommen wir zu einem noch sehr spannenden Punkt, zu dem DAO-Hack. Diesen Hack, den ich vorhin angesprochen habe. Und zwar schreibt er hier, da ich mich darauf konzentriert habe, die Wurzeln von Ethereum zu verstehen, habe ich beschlossen, einen Blick auf das DAO zu werfen. Ich habe Ihnen gesagt, dass Ethereum bis ins Mark verrottet ist. Ich werde Ihnen zeigen, dass das DAO nicht nur von jemandem mit Schlüsseln zur Ethereum Foundation gegründet wurde, also diese dezentrale autonome Organisation, sondern auch, dass es Mitarbeiter der Foundation waren, die direkt an dem berüchtigten DAO-Hack beteiligt waren. Das wäre ein spannendes Ding, denn die Foundation selber das Protokoll angegriffen hätte, um es danach selber zurückzuspulen. Damit würde sich natürlich ganz viel Marktmanipulation und auch Manipulation des Preises und auch natürlich unter Umständen Betrug, eine eigene 51%-Attacke durchführen lassen. Es gibt also Warnsignale bei diesem Thema. Es ist verblüffend, dass die SEC und Criminal Division nicht gehandelt haben. Sie hätten die Anleger von 9 Jahren vor diesen Betrügereien schützen können, haben es aber nicht geschafft. Laura Shin, das ist so eine Journalistin, die so Dinge veröffentlicht hat, die vor allem die Butterins in ein super tolles Licht stellt, beziehungsweise in so eine Opferposition bringt. Eigentlich war Vitalik die ganze Zeit das Opfer. Ja. Die sollte wegen ihres Puff-Piece-Artikels, schau da drüben, nicht hierher, massiv verklagt werden. Also sie hat eben so einen Artikel gemacht, der die beiden super positiv darstellt und angeblich super recherchiert war, aber eben diese Dinge alle ausgelassen hat. Ja. In denen sie sich für den eigentlichen Ausbeuter einsetzte, während sie einen anderen Entwickler beschuldigte, die letzten 11 Milliarden US-Dollar an Ether gestohlen zu haben. Ja, also wo es eben diesen Hack gab. Und das Ganze könnte nochmal richtig rund gehen. Und was hier der Steven sagt, doch was wäre, wenn ein kleiner Kreis etwa 75% aller Token eines Protokolls kontrollieren würde, dann wäre es nicht mehr schwer, den Preis zu manipulieren oder sogar eine Unter- oder Obergrenze für den Preis festzulegen. Der meiste Handel, den Sie an Börsen sehen, ist Fake- oder Wash-Trading, um den Anschein von Liquidität zu erwecken. Ich würde jetzt auch tatsächlich einmal dieses Interview laufen lassen hier mit Vitalik, dass ihr das auch einfach mal hört, was Vitalik hier so erzählt hat in dem Bezug auf, dass die Foundation eben zeitnah perfekt die Coins verkauft hat, um wieder liquide zu werden. Space where I basically said the cryptocurrency space has reached $500 billion. Does it deserve it? Like, do the things that it's actually accomplished like hold a candle to the promises that the market is ascribing to it? And I mean, the subtext of my answer is not yet, and I was proven very right fairly quickly. And but you didn't short it, did you? So I did Ne, da wird ja auch gefragt, ob er negativ getradet hat, also Short gegen seinen eigenen Kurs gewettet hat. Ja, das ist auch nochmal get the Ethereum Foundation to sell about 70,000 ETH, like basically at the top, and that's doubled our runway now. So and it was one good decision. Er findet es auf jeden Fall amüsant. Ja? Also er feiert sich schon für diesen Geniezug, das merkt man ihm auch That's an. doubled our runway now. So and it was one good decision that had a lot of impact. Was viele zum Beispiel nicht wissen bei dieser Sache, und das ist hochspannend, Vitalik in seiner ganzen Erscheinung wirkt ja sehr exzentrisch. Ja? Manche vermuten eine Art Autismus, daher seine hohe Intelligenz und dieses Mastermind und so weiter. Spannend ist, mir sind Dinge zu Ohren gekommen von Leuten, die mit Vitalik gearbeitet haben vor der Ethereum Foundation. Wisst ihr, wo Vitalik vorher gearbeitet hat? Der war Redakteur beim Bitcoin Magazine. Kein Blödsinn. Der war einfacher Redakteur beim Bitcoin Magazine. Und Vitalik wollte eben diverse Dinge bei Bitcoin bringen. Und man hat dann gesagt, nee, deine Quatsch-OP-Codes werden wir nicht in das Protokoll implementieren. Und daraufhin hat er dieses eigene Projekt gestartet. Und Leute, die damals beim Bitcoin Magazine mit ihm gearbeitet haben, haben damals festgestellt, dass seit es Ethereum gibt, die Person Vitalik Buterin scheinbar eine ganz andere ist.
Früher scheint er nämlich gar nicht dieser Sonderling gewesen zu sein. Ein ganz normaler Typ mit Mädels und Party machen und all diesen Dingen. Und seit es Ethereum gibt, gibt es diesen, ja, exzentrischen Typen. Auch da, was da dran ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Aber es sind 2 Leute, die früher mit ihm gearbeitet haben, die das unabhängig voneinander behauptet haben. Keine Ahnung, ja. Vielleicht haben wir es hier wirklich mit dem größten Betrug in der Finanzgeschichte zu tun. Ich habe ja auch schon mehrfach mal so die Frage in den Raum gestellt, was der Nutzen von Ethereum und dieser ganzen Tokens und NFTs ist. Ja. Viele versuchen dann immer einen künstlichen Nutzen da dran zu knüpfen, aber eins muss man klar haben. Jede Information, die extern in die Blockchain geschrieben wird, die unterliegt ja einer gewissen Vertrauensproblematik. Denn jeder, der diese Information extern reinschreibt, kann lügen. Das heißt, ob mein Sensor zum Beispiel auf einer Lieferkette die ganze Zeit die Wahrheit sagt, das weiß ich nicht. Ich muss diesem Sensor und dem Hersteller des Sensors und dem, der diesen Sensor betreibt, vertrauen. Und wenn ich dem vertrauen muss, könnte ich auch seine Datenbank benutzen. Also an dieser Stelle ist es sogar ineffizienter, eine Blockchain zu verwenden, weil ich ja ein Vertrauensproblem habe. Und das gilt für alle externen Informationen. Und am Ende sagen Leute sowas wie, ja, aber Smart Contracts. Naja, Smart Contracts sind Wenn-Dann-Abfolgen. Und auch die funktionieren nie ohne zentrale, in der Realwelt befindliche Vertrauensparteien. Ich bringe mal das Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt irgendwann euer Haus tokenisiert und euer Private Key auf der Ethereum-Blockchain ist euer Haustürschlüssel. Und dann wird euch eure Wallet geklaut. Dann kommt ihr nach Hause, dann guckt ihr, oh Gott, wo ist denn meine Wallet geblieben? Und dann auf einmal geht die Tür auf und dann steht da einer und sagt, tja, das ist jetzt mein Haus. Hier ist der Private Key drauf. Wird nicht so laufen. Und wenn man also externe Machtinstanzen hat, die am Ende bestimmen, was ist das Grundbuchamt, wem gehört die Immobilie wirklich, unabhängig der Blockchain, da muss man sich wieder fragen, wofür brauchen wir dann die Blockchain? Kommen wir dann wirklich um Notare drumherum? Ja, diese ganzen Dinge. Also die Blockchain verspricht eigentlich viele Dinge, die nicht wirklich funktionieren. Und wenn man es so weit runterbricht, hat die Blockchain nur eine einzige Anwendung. Und die hat sie bei Bitcoin gefunden, und zwar einen Anker zwischen in der Realwelt geleistete Arbeit zu verknüpfen mit der digitalen Welt. Das hat es vorher noch nicht gegeben und auch in dieser Form, in dieser Dezentralität danach nie wieder gegeben. Und jetzt muss man sich eben fragen, sollte sich herausstellen, dass das gesamte Projekt Ethereum fußt auf Betrug und Korruption in diesem Maße und die SEC oder welche Regulierungsbehörden auch immer oder der US-amerikanische Staat anfängt, die Foundation zu verklagen und dort einen Riegel vorzuschieben, wäre ein Betrieb dieser Plattform in dem Maße, wie sie heute existiert, noch möglich. Bitcoin wäre das egal. Aber bei der Ethereum Foundation und der relativ zentralisierten Entwicklung auf dieses Projekt, bei den ganzen Börsen, die als Tokenhalter und am Ende als Staker und Staking-Service-Anbieter agieren, ist es dann in diesem Maße noch möglich? Das ist die große Frage. Ja, und da gibt es dann rechtliche Bedenken, die es bei Bitcoin nicht gibt. Und genau deswegen ist zum Beispiel hier ein Fidelity-Analyst darauf gekommen, Bitcoin ist exponentielles Gold und hat das Rendite-Risiko-Verhältnis aus einem anderen Universum. Hier mal als Beispiel, ja, er hat hier Risk und Return gegenübergestellt und kommt hier eben auf die Entscheidung, ja, dass hier alles Mögliche Rendite und Risiko hat, irgendwo hier, und Bitcoin hier oben steht. Warum? Weil es eben keinen Vitalik Buterin gibt. Es gibt keinen Initiator, der sich die Taschen voll gemacht hat mit Coins. Es gibt keinen komischen DAO-Hack, der dann bei einem Reorg hunderte, heute Milliarden Summen reorgt hat und so weiter und so fort. Und genau das macht den großen Unterschied aus. Und genau das könnte hier unter Umständen nochmal eine heftige Nummer werden. Ja. Für übrigens die SEC ist das Ganze auch nicht so lustig. Es gibt durch gerade diesen Hinman-Vorfall und andere mittlerweile ein Gesetz, was dafür sorgt, dass wenn du bei der SEC, also einer Regulierungsbehörde, arbeitest, dass du dann keine Coins selber besitzen darfst, weil du könntest befangen sein dadurch. Ja, und das ist aber genau das Problem, weil die SEC braucht gerade qualifizierte Mitarbeiter für diesen Bereich. Jeder, der aber qualifiziert ist, will Bitcoin besitzen. Und das heißt, es müsste jetzt jemand so tugendhaft sein und sagen, ich gebe meine Bitcoin ab, ich habe das Thema verstanden, ich weiß, es rettet meine eigene finanzielle Sicherheit, es rettet wahrscheinlich alles, aber ich darf es nicht in dieser Form besitzen, weil sonst darf ich keine Gesetze dafür machen. Was eine Zwickmühle, da muss man schon sehr altruistisch sein. Super, super spannender Vorfall hier an dieser Stelle und auch die große Frage, ob das wirklich so eine schlaue Entscheidung ist. Ja, vielleicht verändert man in irgendeiner Form, dass sich jemand mit Profit voll macht oder versucht, irgendwie die Grenzen und Regeln so zu definieren, dass er selber daran profitiert. Aber der SEC fehlt es ganz einfach an Fachpersonal. Ja.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Und da können wir die nächsten Tage, Wochen mal mit einer gewissen Spannung auf das Ganze schauen.